Servus und herzlich willkommen. Oder Servus und herzlich willkommen zurück, sagen wir es so, ja. Wir sind weiterhin auf unserer Reise von Kalamata noch in Richtung Vasa. Und die probieren wir da heute wieder ein bisschen, ja, an was Neuem. Schauen wir mal, ob das jetzt so funktioniert, wie mir das Ganze vorstelle. Wie immer, keine Garantien, aber ich denke, es wird funktionieren. Ja, wie wir sehen, ich war so frei, hab schon mal ja, den Motor angelassen und bin schon mal losgefahren. Weil wir haben noch ganz schönes Stück vor uns. Wir haben es beim letzten Mal bis an 2614 Kilometer angeschafft an Vasa. Das heißt, da ist noch ganz schön viel Strecke über, wenn ich ehrlich bin. Wesentlich mehr als ich dachte, und ich hoffe, dass wir in dieser Episode oder in dieser Etappe aus dem Balkan rauskommen und das Ganze ein bisschen mehr, ja, Tempo bekommt, dass wir ein paar mehr Kilometer zurücklegen können. Bin mir gar nicht sicher, ob mir das beim letzten Mal eigentlich schon aufgefallen ist. Wir haben eigentlich sogar Tempolimit 90 gesessen, mit der 85, wo ich unterwegs war. Da wäre eigentlich mehr gegangen. Aber ja, egal. Egal. Ich hoffe, es geht euch alle gut. Ich kann mich nicht beschweren für da nach unserer letzten, also nachdem ich in der letzten Folge ja, naja, eine eher unrühmliche Strafe entgegengenommen habe, die was ja knapp ein Drittel von dem bisher verdienten Geld quasi ausgelöscht hat. Ja, muss zugeben, ich war da nicht so glücklich darüber, über die ganze Situation. Bin es weiterhin auch nicht. Ich habe mir das Video mehrfach angesehen, also den Abschnitt von Grenzübertritt. Ich habe schlicht und einfach keinen Fehler gesehen auf also ich habe nicht erkannt, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht ist es an von euch aufgefallen. Ich kann es nicht. Also ganz ehrlich, ich betrachte mich eigentlich, wäre mir keiner Schuld bewusst. Ich habe nichts gemacht, was irgendwie illegal wäre in dieser Situation. Und ich werde dann in den nächsten Tagen vermutlich diese Strafe revidieren. Weil, sagen wir es ehrlich, ich meine, 1360 € für ein erstes Vergehen in Wirklichkeit. Und das kann man nicht wirklich argumentieren, dass es ein Vergehen war, weil ich habe eigentlich, wie gesagt, Bitte links halten. meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. Das ist halt, ja, eigentlich jenseits von Gut und Böse. Viel zu heftig, deswegen wird diese Strafe rückgängig machen, dass wir das Geld wieder zurückbekommen. Ich hoffe, es sei mir verziehen, aber die Strafe ist, ja, sagen wir es ehrlich, ich spiele mit härterer Wirtschaft und die Strafe ist in einem regulären Spiel wäre es egal, also wenn ich 20.000 € auf einen Auftrag verdiene, naja, scheiß an. Was interessiert mich 1300 €? Interessiert keine Sau. In dem Fall ist es ein bisschen was anderes. Deswegen, ja, werde ich das Ganze revidieren. Gut, da muss die Betriebsbremse ein bisschen nachhelfen. Ist es gut gesagt. Und sonst, in Wirklichkeit hoffe ich, dass es heute relativ entspannt herunterlaufen wird. Es ist leider eine Nachtepisode. Hat sich jetzt so ergeben. Und leider musste ich gerade feststellen, dass also ich nehme grundsätzlich in HDR auf. Also High Dynamic Range. Das heißt, grundsätzlich, wenn man das Video lange genug auf YouTube ist, funktionieren die Nachszenen.
also Nachtszenen. Problem ist, so wie ich habe, also ich lade meistens am Tag vorher hoch, dass das für YouTube leider nicht genug Zeit ist. Okay, gut, das ist eine Baustelle. 150er. Nicht nur drauf, bitte. Ja. Zurück zu dem, was ich sagen wollte. Das Problem ist, dass dass ich zu knapp hochladen tue für für YouTube, als dass Dann Ausfahrt rechts nehmen. das HDR übernommen wird. Was echt tragisch ist, weil im Grunde genommen ich schaut mit also vorausgesetzt ist, ihr habt einen Bildschirm, der was auch HDR kann, muss man fairerweise dazu sagen, von dem her ist es vielleicht nicht ideal, dass ich in HDR aufnehme. Aber das Spiel schaut in HDR doch meines Erachtens nach besser aus. Ich spiele es auch so, also nehme ich so auf und ich lade es auch so hoch. Und wenn man so ein Video dann tatsächlich 2 Tage später anschaut, dann hat man es tatsächlich auch HDR. Nur halt leider nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, was ja. Demnächst links abbiegen. Hätten die da rechts kommen. Gut, kommt eh keiner, Gott sei Dank. Jo, schade, ne? Oder ärgerlich, sagen wir so. Echt ärgerlich. Es ist nicht viel, was ich dagegen tun könnte. Man, fairerweise könnte schon, ich könnte den SDR, also einfach ohne HDR aufnehmen, aber will ich eigentlich nicht. Keine Ahnung, vielleicht wäre es ein Vorteil. Also so eine Kleinigkeit, was mir doch ärgern tut, weil es ist, mein, wisst ihr, da dann doch Zeit und Energie in diese Geschichte, ne? Man möchte vernünftige Qualität liefern, das was auch Leute anschauen können und hoffentlich auch anhören können. Also ich stecke da durchaus ein bisschen Hirnschmalz in die ganze Geschichte. Und dann scheitert man an, ja, keine Ahnung, an was ich da in Wirklichkeit scheitere, weil ich hätte das jetzt erfragt oder ja, erfragt mit der KI und da hab's auch gegoogelt. Aber leider habe ich keine richtige Antwort dafür bekommen. Warum? Warum das Ganze so ist, wie es ist? So. Ja. Würde mich echt interessieren, warum das so lange dauert, weil das Hochladen und das Hochladen an und für sich funktioniert ja so, wie ich mir das Ganze vorstelle. Also, dass ich eben die Aufnahme in der Qualität, wie ich sie haben möchte, auch in der richtigen Qualität dann von Anfang an verfügbar ist. Dass das HDR nicht dann so lange dauert. Eigentlich schade. Vor allem laut den Infos, was ich jetzt herausgefunden habe, kann das zwischen 48 und 72 Stunden lang dauern, bis das Material dann in HDR verarbeitet ist. Und das ist, seien wir sie ehrlich, zwischen 2 und 3 Tage, das ist schon richtig lang. Das ist wirklich lang. Das heißt, für dieses Video, ich nehme es jetzt am Montag auf, das hätte ich am Sonntag, ja, das hätte ich schon am Sonntag hochladen müssen, damit ich eine Chance habe, dass es am Mittwoch in HDR veröffentlicht wird. Das ist eine Ansage. Schauen wir mal, Bitte rechts halten. werde ich mir überlegen, ob ich das irgendwie integrieren kann. Muss da rechts? Ja, muss rechts, passt. Naja, in anderen Neuigkeiten, man hat es vielleicht gesehen, ich habe jetzt
Ja, ich bin auf die Idee gekommen, ich könnte ja meine einzelnen Etappen, auch wenn ich nicht grundsätzlich keine Videos machen möchte, die was eben 2 Stunden lang dauern, zumindest nicht im ersten Moment, ist mir doch die Idee, dass ich diese einzelnen Etappen ja dann hernehmen kann und zu einer ja, Compilation zusammenschneiden kann. Wenn ich nur ein paar Mal kann, sag, wie es ja kann, macht keinen Sinn, aber egal. Äh, Wie gesagt, also die Compilation her, also aus den einzelnen Episoden dann quasi oder Etappen, aus den einzelnen Etappen dann einen Zusammenschnitt mache, wo wirklich die ganze Reise in einem Stück zu sehen ist. Das ist nicht die schlechteste Idee aller Zeiten, die was ich gehabt habe. Sage ich jetzt von mir, sage ich jetzt so salopp einmal, dass es nicht die schlechteste Idee war. Aber ja, bin ich ganz zufrieden, wie es geworden ist. Vor allem fairerweise, es hat ein paar Vorteile, weil wir doch ein bisschen was Schnitttechnik angeht und die Tonabmischung gelernt. Und ich denke, der Zusammenschnitt ist besser als die alten Episoden waren. Ja, denke ich zumindest halt jetzt einmal. Ein schöner Sonnenaufgang. Aber genug vom technischen Geschwafel, von meinen Lernprozess und Aufnehmprozessen. In Wirklichkeit, das interessiert euch vielleicht gar nicht so stark. Das ist etwas, davon kommt wieder eine Matstation, dann bremsen wir jetzt mal vor, dann wird es nicht ganz so abrupt vielleicht. Bitte links halten. Und das war unnötig, weil das ist die Mautstation nur beim Abbiegen. Okay, okay. Da schaut man einmal rechtzeitig genug aufs Navi. Man sieht die Mautstation vorher, was ist. Du brauchst das nicht, weil es nur beim Abbiegen ist. Scheißdreck. So, so eine blöde Geschichte. Eine wirklich blöde Geschichte, ne? Und die Mautstation, was mir jetzt angezeigt wird auf dem Navi, das ist wahrscheinlich bei der Auffahrt, ne? Hoffentlich. Ja, ist bei der Auffahrt gut. So, ich hoffe, dass wir heute wirklich ein paar Kilometer zurücklegen können. Weil fairerweise die letzten 2 Etappen Bitte waren, links halten. was Kilometerleistung angeht, ja, nicht zufriedenstellend, wenn ich ehrlich bin. Also es waren jedes Mal so um die 560 Kilometer, was mir doch ein bisschen, ja, wenig ist, ne? Ist dann doch ein bisschen wenig. Vor allem ich weiß, ich habe schon also Tagesabschnitte mit über 700 Kilometer auch gehabt, also in der Vergangenheit beim Solospielen, ne? Von dem her hoffe ich, dass es heute wirklich besser wird. Besser, dass wir weiterkommen halt, ne? Vor allem, man muss zugeben, ich habe jetzt langsam und sicher genug vom Balkan gesehen, mir würde mal eine andere Region in Europa wieder gefallen. Von dem her habe ich mir einen richtigen Auftrag ausgesucht, weil es ja doch nach Skandinavien hochgeht. Ja, das war jetzt vielleicht aggressiv, aber ich muss schauen, dass ich weiterkomme. Oder sagen wir so, die KI hätte mich sowieso hätte mich nicht fahren lassen, wenn ich nicht gefahren wäre. So, jetzt kommt eine Mautstation, na klar. Na klar, kommt jetzt eine Mautstation. Bist du so nett? Du bist so nett, gell? Ja, der darf, lässt mich rein, sehr schön. So,
Elektronische Maut ist auf jeden Fall was Cooles. Spart schon einiges an Zeit ein. Und rein theoretisch sollten wir eigentlich. Ja, wir sind fast an der ungarischen Grenze. Und ich sag mal so, mit der ungarischen Grenze würde ich behaupten, haben wir den Balkan offiziell verlassen. Wo zählt Ungarn als Balkan? Eigentlich nicht, oder? Ungarn zählt nur zu Zentraleuropa, oder? Ich denke, Ungarn zählt noch zu Zentraleuropa. Da werden wir wieder langsamer. Bitte rechts halten. So, schauen wir mal, ob wir wieder einen illegalen Grenzübertritt jetzt haben. Ich hoffe nicht. So, so. Wenn immer Grenzübergänge, dann muss ich mich ein bisschen konzentrieren, damit ich keinen totalen Blödsinn mache. Obwohl, ich bin mir sicher, wenn man zusieht, schaut das total, ist es wahrscheinlich lächerlich. Wo muss man sich da konzentrieren in Wirklichkeit? Weil da ist ja nichts in Wirklichkeit ist ja nichts. Man fährt nur gerade durch. Und ich weiß trotzdem aus Erfahrung, ich habe mich auf diesen scheiß Grenzübergängen schon verfahren. Das. Was, was dann da doch relativ peinlich ist, wenn dann das passiert, ne? Ein bisschen noch. Prüfe Ihre Papiere, bitte warten. Na, dann prüft die Papiere. Alles in Ordnung, bitte fahrt. Gut. Und nicht wundern, ich bin nicht auf einmal wahnsinnig geworden. Ich wiederhole das deswegen, weil wegen der Strafe beim letzten Mal, nur um sicher zu gehen, dass, also rein gedanklich schon gegen zu checken, ob das jetzt so funktioniert, wie es funktionieren soll, oder ob ich da vielleicht einen wiederholbaren Bug habe. Weil es könnte ja sein, dass durch einen der Mods, und ich vermute fast, dass es die Mod für die realistische Wirtschaft ist, diese Trigger zum Teil nicht richtig ausgelesen werden. Weil ich weiß, es gibt im amerikanischen Pendant, wenn wir dort nach Kalifornien kommen, muss ich die Strafen ausschalten, weil ja, da gibt es so eine Art Umweltkontrolle bei der Einreise nach Kalifornien, wo du die Fracht kontrollieren lassen musst, und da soll auch so Triggerpunkte am Boden liegen, wie da jetzt am Grenzübergang, ne? Und die funktionieren einfach nicht momentan. Oder beim letzten Mal, wie ich nach Kalifornien gekommen bin, haben sie nicht funktioniert. Das sind dann aber dort auch dann gleich mal $1100 Strafe, weil du hast ja die Kontrolle nicht gemacht. Ja, passt. Gut, dann machen wir das Fenster mal zu, schauen wir mal. Vielleicht war es das schon, aber ich glaube, da vorne ist noch Kein mal eine Problem. Kontrolle. Ich finde eine neue Route. Ja. Serbisch-ungarische Grenze. Wir sind wieder in der EU und wir sind wieder in einem Streckenabschnitt, wo mehr weitergeht. Hoffentlich. So. Und jetzt kommt der spannende Teil. Der spannende Punkt. Werde ich wieder gestraft, werde ich nicht gestraft? Ich hoffe nicht.
Schaut dann gut aus. Schaut gut aus. Jawohl. Wir werden nicht gestraft. Sehr schön. Willkommen in Ungarn. Willkommen zurück in der Europäischen Union. Wo man aber gleich, das, mir fällt es halt gleich auf, man fährt über die Grenze und es hat ja, man sieht ältere Grafikqualität, weil einfach Immer diese geradeaus. Ungarn schon viel länger im Spiel ist. Ja, hast eh recht. Vorher bremst mir aus, jetzt steigst du aufs Gas. Sackelpicker. Erst Sackelpicker. Naja, egal. Jo, erst Wappler. Was ist? Aber eine schöne Farbe, das kann ja da gerade. Eine richtig schöne Farbe mit seinem Grün. Und wir sind schneller als er. Sehr gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen ruhiger bin, aber ich bin. Naja. Was zugeben, ich bin ein bisschen müde. Ich habe arbeitsbedingt momentan relativ viel Stress. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, warum ich heute mich entschieden habe zum Aufnehmen. Aber irgendwie, ja. Ich muss zugeben, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Ich spiele ja in erster Linie doch für mich selbst. Weil ja, dieses Hinsetzen und dahinrollen und fahren hat was Entspannendes in Wirklichkeit. Und da ich eigentlich, ja, ich sag mal so, es schadet nicht, wenn ich hin und wieder vielleicht immer ein bisschen ruhiger bin, dann auch wieder in den Episoden. Nur ich habe jetzt Wirklichkeit in der letzten Zeit fast immer, ja, geredet wie ein Wasserfall, zum Teil zumindest. Fairerweise, wer die in American Truck Simulator auch verfolgt, und das muss ja nicht jeder sein, ne? Dass mir vielleicht in der letzten Episode passiert, dass mir irgendwann ja, gefühlt der Mund eingeschlafen ist, weil die Fahrt wesentlich länger gedauert hat, als ich dachte. Aber es macht einen Unterschied. Es sind doch dort 14 Stunden Ingame, wo du unterwegs sein kannst. Und 14 Stunden, das sind, also, obwohl ich das Video geschnitten habe, also nicht so viel von der Fahrt, aber nichts außer geschnitten, ne? Und das Video, also ich rede jetzt gerade, das entspannt noch ein Themes, na, wie heißt, Entschuldigung, ich muss kurz nachschauen, wie das geheißen hat. Das Kaff heißt Artesia. Wo entspannt noch Artesia vor. Wieder eine Länge von knapp über einer Stunde. Stunde 2 Minuten, glaube ich, sind es. Und die Wahrheit ist, da ist keine Übernachtung drinnen. Das ist einfach eine Tagfahrzeit da drüben. Also zugeben muss, wo sie, ja, mir war bewusst, dass das Spiel, also dass es längere Videos sein können. Dass es so viel länger sind als eine Tagfahrzeit in Europa. Ja, okay. Muss ich zugeben, hat mich überrascht, mit dem habe ich nicht Immer gerechnet. geradeaus. Weil die Wahrheit ist, so wie es da jetzt ist, wo man doch
ja, auf der Raststation gestartet sind, auf der Autobahn und dann einfach ja, geradeaus fahren. Wenn uns, vorausgesetzt, es steht uns nichts im Weg, naja, da geht dann doch ein bisschen was weiter, ne? Und da wird ein bisschen langsamer. Ja. Da vorne muss ich abbiegen, ha? Ja, rechtzeitig gesehen. Und dann lassen wir den Motor bremsen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. In Richtung Debrecen. Die Ausfahrt rechts. Richtung Debrecen. Und noch Autobahn. Man fairerweise, ich weiß, früher oder später ist das Autobahnfahren auf dieser Strecke dann vorbei, weil es geht dann relativ bald über dazu, dass wir Landstraßen fahren. Aha, da wird's nicht fahren. Ne. Oh, okay. Beschleunigung. Entschuldigung, wenn ich hin und wieder so doch eher komische Geräusche mache, aber ja, hin und wieder ist mir dann auch. Yeah! Geht. Nicht wundern, ich habe gerade herausgefunden, ich kann auf meinem Bett mein Gas abstellen. Am Bettrand. Und ich hoffe, dass es nicht runterfällt, weil sonst wäre das uncool. Aha. Baustelle, gut. Ah, danke. Der lässt mich fahren. Na, das ist sehr nett. Sehr zuvorkommend. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr zuvorkommend. Ich habe so das Gefühl, genau, der lässt jetzt den fahren. Und rein theoretisch sollte ich den MAN-Kollegen da fahren lassen. Oder auch nicht. Gut, na, wenn er nicht fahren will, dann fahre ich. Vielleicht bin ich jetzt noch stehen bleiben. Möglich. Also der typische Autobahnbaustelle. Am Axel. Eine einzige Person sieht man arbeiten. Der Rest. Und es ist halb 10 Uhr Vormittag. Rechts. Halb 10 Uhr Vormittag. Also das ist, kann man keiner erzählen, dass da keiner arbeiten müsste. Was sind 700 Meter? Naja, gut. Brauche ich noch nicht. Noch brauche ich ihn nicht. Aber es ist in Wirklichkeit. Ja, allzu weit kommen wir dann heute in Wirklichkeit nicht mehr. Ich bin schon gespannt, wie viele Kilometer das jetzt waren in Wirklichkeit, weil es sind doch südlich von Belgrad gestartet. Das sind wir bei Debrecen. Da waren wir gerade. Ich bin gespannt. Aber ich muss sagen, wohl Ungarn, also im Spiel älter ist jetzt, und man sieht es fairerweise, nicht die Häuser ansehen, man sieht es Ungarn an, dass es ein älterer Content ist. Es ist trotzdem schön. Es ist trotzdem eine schöne Gegend. Ich muss sagen, was auch schön ist, also
Bei der ersten Etappe habe ich schon erwähnt, das Canyon, was wir da heute fahren, ist einer der Ursprungslastwagen, die was anno 2012 im Spiel waren. Also eigentlich für mittlerweile steinalt. Ich glaube kaum, dass man da. Ich kann mich nicht erinnern, wenn das letzte Mal so an Scania R, wie man da jetzt gerade fahren. Ich glaube, das Scania R war es, gell? Ja, genau. Das Scania R so einen gesehen habe auf der Straße. Aber ja, dafür, dass er schon so alt ist, schaut er trotzdem innen immer noch echt gut aus. Wenn man sieht am Armaturenbrett, dass der Drehzahlmesser und der Tacho, naja, rund ist was anderes, ne? Aber dafür, dass er schon so alt ist, naja, kann man das echt lassen. Kann man das echt lassen. Jo, ich weiß, dass ich zu schnell bin. Aber es sei mir verziehen, hoffentlich, solange mir niemand erwischt. Und fairerweise, Strafe wegen überhöhtem Tempo, die kann ich mir jetzt noch leisten. Also so arm bin ich noch nicht, dass ich mir die nicht mehr leisten kann. So, und jetzt gehe ich das volle Risiko ein, weil eigentlich könnte ich da jetzt abstellen, aber ich fahre den mindestens noch eine. Weil wie gesagt, mein Ziel ist heute wirklich ein bisschen weiterzukommen, was die Kilometer angeht. Aber wenn ich dabei ruhiger bin oder nicht so viel zu erzählen habe. Obwohl, ist nicht zu 100% wahr. Ich hätte schon ein paar Sachen, was ich auspacken könnte. Aber Problem ist, es betrifft immer irgendwelche anderen Personen, die was eigentlich, ja, wie soll man sagen, das geht euch in Wirklichkeit nichts an. Also kann ich schlecht über andere Leute reden, ne? Also, naja. Ich muss zugeben, das ist eines von den Punkten, die was echt kurios sind. Das, was man beim Content machen, also beim Aufnehmen von Videos, mit der Zeit echt aufgefallen ist, wie oft ich in Gesprächen mit anderen in Wirklichkeit über Dritte, also nochmal andere Personen rede. Und also wie viel von den Gesprächen, die wir führen, in Wirklichkeit sich da tatsächlich darum drehen und nur um das handeln. Es fällt dir dann richtig auf, wenn du da sitzt und was ist das? Warum stehen da Leute oben? Was machen die da? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aha, muss ich jetzt nicht verstehen. Die Ausfahrt Ja, rechts. also Entschuldigung, bevor ich mich ablenken habe lassen. Wie gesagt, es ist ein Phänomen, wie oft man in Wirklichkeit naja, eigentlich fast ununterbrochen über andere Leute redet in Wirklichkeit. Nicht unbedingt schlecht. Ich meine, fairerweise auch schlecht oder sehr, sehr, ja, nicht unbedingt im positiven Sinne, weil meistens redet man über andere Leute, weil die anderen Leute irgendwas getan haben, was irgendwen anderen aufregt. Aber es ist echt ein Phänomen und seitdem ich da angefangen habe, YouTube-Videos aufzunehmen, fällt mir das echt viel stärker auf. Echt. Und ich weiß, ich hab in einer der früheren Episoden, habe ich sehr negative Meinung geäußert gegen Leute, die was Reaction-Content machen. Und das was erst, es gibt kein Rechts überholen, schleich dich. Hoppla. Ja, da habe ich mich sehr stark aufgeregt über Leute, also aufgeregt. Zumindest als schwach bezeichnen Leute, die was Reaction-Content machen. Ich muss zugeben, ich kann es mittlerweile echt nachvollziehen. Weil das wäre genau, was ich gerade gesagt habe. Da redet man dann halt eigentlich über andere Leute und was andere Leute denken und was andere Leute sagen. Und das ist wesentlich einfacher, als wie da sitzen
und aus nichts heraus einfach deine Gedanken zu formulieren. Das muss ich also ganz ehrlich, das ist, oder sagen wir es so, besser gesagt, ich stelle mir zumindest wesentlich leichter vor. Weil so wie ich jetzt da mache, weil momentan, ich versuche es auch diese Woche 3 Videos zu veröffentlichen. Und ganz ehrlich, vor allem wie es heute ist, wo ich dann doch schon eher müde bin vom Arbeitsalltag, ja, da fällt es mir dann eigentlich relativ schwer, da sinnvolle Sachen dann von mir zu geben oder Beobachtungen zu treffen, ne? Oder großartig auf den KI-Verkehr zu reagieren, weil nur weil das alles Trotteln sind, die was alle miteinander scheißen gehen sollten. Äh, ja, man kann jetzt ununterbrochen nur fluchen und nur schreien und schreien tue ich sowieso nie, aber man kann nicht nur fluchen die ganze Zeit, ne? Vor allem, ja, was bringt's mir außer, dass man der Blutdruck steigt, ne? So, aber ich denke, weil da vorne taucht jetzt dann gleich einer, mir wird ein Immer Schlafplatz angezeigt. geradeaus. Yep. Und ich bin kurz vom Maximum von dem, was ich fahren. Erst Arschloch. Habt ihr den Kiewerer gesehen? Biegt der Sackel, biegt er einfach Powerhard von mir an, nimmt mir voll Vorrang. Ich meine, ist jetzt nichts passiert, ich bin ihm nicht reingefahren oder so, aber muss das sein? Mu Muss das sein? Muss man das so machen? Verstehe nicht. Verstehe ich nicht. Na gut. Da kommt eine Tankstelle und damit ein Parkplatz. Und einer ist frei. Das war ein Feature, was sie einführen könnten. Dass der Parkplatz. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, man schon mal das Gegenteil davon behauptet, dass es kein cooles Feature wäre, aber jetzt habe ich gerade meine Meinung geändert und jetzt würde ich gerade auch sagen, wäre ein cooles Feature, wenn manchmal die Parkplätze besetzt werden. Und fairerweise der Parkplatz ist sowieso. Also diese Art von Parkplatz, wie wir sie hier gerade sehen, die gibt schon ewig und noch 3 Tage in diesem Spiel. Vor allem nur so gedanklich, äh, wenn man hierbei steht und also der Volvo FH16 ist das, genau der FH16, äh, also wenn man der ausparken möchte, das ist so einmal in die Tankstelle rückwärts hineinschieben und dann an mir vorbei, ne? Ja, aber egal. Egal, egal. Wir sind heute jetzt doch ein paar Kilometer gekommen. Wir haben jetzt noch 1933. Wir haben bei 2614 gestartet. Naja, sind wir doch ein paar mehr Kilometer als wie beim letzten Mal in Wirklichkeit. Aber in diesem Sinne, es war heute vielleicht ein bisschen ruhigere Episode. Und ich denke, es wird trotzdem passt haben. Wenn nicht, ist es halt so, ne? In diesem Sinne wünsche ich jetzt dann einen schönen Abend, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wie spät es bei euch ist. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus.